Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es um das Hoti-Gerücht, denn ja, nachdem Hotis Leihe jetzt zu Ende ist, ist er wieder beim Club. Jedoch gibt es da einige Anfragen von Dresden, die wollen nämlich gerne ihren Stamm-Innenverteidiger halten und auch mit ihm in die nächste Zweitligasaison stehen. Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Hoti. Ich habe ihn sehr gemocht bei uns und er hat eigentlich auch eine gute Rolle gespielt, meiner Meinung nach zumindestens, wenn er gespielt hat. War eigentlich immer gut, hat immer seine Qualität gezeigt. Ja, auf jeden Fall wird es Zeit kosten, einen Hoti zu verpflichten. Zuletzt sollte es Annäherungen gegeben haben. Jedoch will auch Ottmar Schock gutes Handgeld haben, um ihn loszulassen. Da sind wir im Bereich von Tietzwechsel. Laut einigen Berichten soll Ottmar Schock etwa 550.000 Euro wollen. 500 bis 550.000 will er haben, weil es ja vor allem wieder ein Liga-Konkurrent ist. Für Dresden ist das extremst viel Geld, genauso wie für uns auch. Also, es geht nur ums Geld. Hoti würde gerne wechseln. Er wollte sich aber auch die Lage angucken, wie es mit dem neuen Trainer ist. Ob er vielleicht da eine Chance bekommt, auch wenn er sich in Dresden sehr wohl fühlt. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich bis zum ersten Training warten müssen, bis die Entscheidung gefallen ist, oder er wechselt schon vorher, weil er es dann doch einfach ein bisschen mehr will und da weiß, wie er spielen kann, vor allem weil er da auch einen Ex-Trainer hat, also da auch sehr, sehr gut unterwegs ist. Ja, für ihn ist schon mal eins wichtig, wie seine Rolle nächste Saison ist. Bei Dresden wäre das natürlich, egal was passiert, klarer Stammverteidiger, außer er zeigt die Leistung auf einmal nicht mehr. Das ist aber der Fall gewesen bei Dresden. Hat sich direkt reingeboxt, richtig gut. Das muss man einfach ganz neidlos anerkennen. Für die dritte Liga ist er meiner Meinung nach auch viel zu gut gewesen. Hat er auch wieder bewiesen. Hat sich dann leider etwas schwerer verletzt. Kommt dann jetzt zum FCM zurück. Hoffentlich dann auch etwas verletzungsfrei. Dass er nochmal ein paar Trainingseinheiten absolvieren kann. Dann wird sicherlich zwischen ihn und weiteren drei Verteidigern entschieden. Auch muss man schauen, was mit Hugonet und mit Matthiesen passiert. Alle anderen Innenverteidiger sollten bleiben nach aktuellem Stand, weil es da keine Gerüchte gibt. Aber natürlich wird es auch da nicht unbedingt einfacher für Hoti, denn wir haben eine richtig starke Verteidigung. Der einzige, der mir immer persönlich nicht so gefällt, ist Daniel Heber, aber der macht auch grundsätzlich in letzter Zeit einen etwas solideren Job. Da will ich jetzt auch nicht der Zehnte sein, der dagegen ihn komplett schießt, weil es das auch nicht ist, weil er wirklich manchmal gute Spieler hat. Ja, Schock wird auf jeden Fall da alles geben, um gutes Geld rauszuholen. Wie gesagt, persönlich, meiner Meinung nach, sollte man versuchen, ihn zu halten. Aber es wäre natürlich auch ein guter Deal für uns, wenn man 550.000 Euro raushaut. Man hat nämlich 250.000 an Inter Mailand bezahlt. Wenn man 550.000 verkauft, hat man etwa 300.000 Bruttogewinn gemacht, kann man sagen. Sind es dann vielleicht 100.000 insgesamt. Ja, muss man schauen, was da passiert. Ich persönlich bin sehr überzeugt von ihm. Und ich bin mir sehr sicher, wenn er nach Dresden geht, dass er da überzeugen wird weiterhin. 10 Pflichtspiele konnte er gerade mal machen bei Dresden, also konnte jetzt nicht so viel von sich zeigen. Aber scheinbar genug, dass sie ihn unbedingt haben wollen und das bedeutet einiges. Bei Dresden war er der Innenverteidiger, kann man sagen, der irgendwie Stabilität reingebracht hat, Ruhe und auch gezeigt hat, dass er einfach diese Qualitäten hat, eine Innenverteidigerkette mit diesen jungen Jahren anzuführen. Auch das gibt es nicht häufig und ist auch einzigartig für ihn. Vor allem in der dritten Liga, die sehr, sehr körperlich ist. Das passt aber auch zu ihm, denn die Körperlichkeit hat er halt. Und deswegen sieht man da ganz klar sehr, sehr viel Qualität. Ja, man muss eigentlich gar nicht viel dazu sagen, außer dass er wirklich sogar ein Tor gemacht hat. Hatte 5 Spiele gerade mal bei uns gemacht. Und wenig Gegentore haben sie in seiner Zeit auch bekommen. Also es spricht alles dafür, dass sie ihn halten wollen. Wie viel da jetzt wirklich dran ist, werden wir dann sehen. Die nächsten Tage, Stunden, wie auch immer. Aber ich denke mal, bis zur ersten Trainingswoche wird dann erstmal nichts weiter passieren. Außer er will es unbedingt und beide Vereine wollen es unbedingt. Aber der FCM hat da keinen Druck und muss sich auch den Druck nicht machen. Denn genug Geld wird aktuell in die Kasse auf jeden Fall reingespült. Mit einem Hoti-Wechsel hat man dann definitiv etwa, sagen wir mal, minus 300.000 von Fiedler, dann ca. 1 Million zur Verfügung als Plus, plus dann noch die Steuern abgezogen.
sagen wir 500.000, bisschen weniger vielleicht, dann hast du ordentlich was an Kohle zur Seite gelegt. Du kannst vielleicht nochmal einen Top-Spieler holen. Das werden wir aber sehen. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo, da würde mich sehr freuen. Eure Meinung sehe ich gerne in den Kommentaren und damit ciao Leute.